sind am International Airport Dresden. Es ist ein internationaler Silicon Saxony Day. Wir sind also sehr stolz, dass wir dieses Jahr wirklich sehr, sehr viele internationale Teilnehmende haben. Es ist der größte seiner Art, also der größte ever. 500 mit den studierenden Teilnehmerinnen. 20 verschiedene Nationen sind hier. Es ist eine super Gelegenheit, sich zu vernetzen und gemeinsam sozusagen mit dem Netzwerk weiter zu wachsen. Der Silicon Saxony Day verfolgt in diesem Jahr ein neues Konzept mit unterschiedlichen Themeninseln in einem offenen Bereich. Bieten wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, zwischen den unterschiedlichen Themen zu wechseln und Impressionen auch aus anderen Fachgebieten zu gewinnen. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von bewährten Formaten, Panel-Diskussionen, wir haben Messestände hier, wir haben Vorträge von Experten, wir haben unser Talent Island, wo sich vor allem auch interessierte Bewerberinnen, Bewerber, Studenten mit den Unternehmen vernetzen können. Alles das spielt eine große Rolle. Ich finde das super, wie wir hier hinten sehen, wie wir auf den verschiedenen Islands die Themen behandeln. Und im Fachkräftebereich sieht man durch die Pitches, die unterschiedlichen Vorträge und Diskussionen, die wir haben, dass man da wirklich einen offenen Austausch hat und damit wirklich wir über dieses Thema offen reden können und überlegen können, wie machen wir uns als Industrie und als Netzwerk generell interessant für die jungen Menschen, für die Zureisenden, für Fachkräfte überall aus der Welt. Und ich denke, das ist hier eine super Diskussion. Wir müssen frühzeitig Talente finden, beziehungsweise Schülerinnen und Schüler sehr früh in der Schule für die Themen der Zukunft, die mit der Digitalisierung zu tun haben, gewinnen und begeistern. Es darf nicht sein, dass wir erst mit Abschluss des Studiums auf Talentsuche gehen. Das wird den Unternehmen, das wird der Verwaltung im Freistaat Sachsen nicht gut tun, beziehungsweise sie werden es nicht schaffen, Plätze, die dann schon besetzt sind von anderen Unternehmen, einzunehmen. Deswegen nochmal das Plädoyer, sehr frühzeitig anzusetzen, Talente zu gewinnen, auszubilden, an die Standorte hier in Sachsen zu binden. Vernetzung ist ein unglaublich wichtiger, oftmals auch unterschätzter Faktor beim Wirtschaftswachstum. Wachstum braucht Mut, es braucht das Growth Mindset, es braucht gute Beispiele, es braucht Erfolgsgeschichten, um Menschen anzuziehen, um Ideen zu gewinnen, wie ich mein eigenes Unternehmen weiterbringen kann, auch natürlich um Kontakte zu knüpfen, um neue Projekte zu starten, um neue Unternehmen zu gründen. Alles das hat immer mit Menschen zu tun, die das zusammentreiben, und Menschen können nur gemeinsam solche Erfolgsgeschichten schreiben. Deshalb ist Vernetzung wichtig, und Vernetzung ist das Wichtigste, was wir hier auf dem Silicon Saxony Day zu bieten haben. Der mobile Quantencomputer, dann gibt es einen Sniff-Roboter, also der Gerüche erschnüffelt, und die Namensschilder sind cool. Zickpost, Technologie von dem Mitglied hier, man kann jederzeit geortet werden oder herausfinden, wo die Leute sind. Das sind meine Top 3 hier heute vom Event, an Exponaten wirklich. Das Silicon Saxony entwickelt sich großartig. Wir haben in den letzten Jahren eine Erfolgsgeschichte hingelegt. Heute arbeiten in den 3 wesentlichen Branchen des Silicon Saxony, nämlich der Halbleiterindustrie, der Zulieferindustrie und der Softwareindustrie, mehr als 73.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Immerhin 32.500 und damit mehr als die Hälfte kommen heute schon aus der Softwarebranche. In den nächsten Jahren, bis zum Jahr 2030, erwarten wir, die Schwelle von 100.000 Arbeitsplätze in unseren Branchen zu überschreiten. Das ist sehr wichtig, weil das ein großes Ökosystem ist hier in Sachsen. Es sind sehr viele Firmen da und auch Lieferanten. Und wenn Sie auf unsere Investitionen schauen, die wir ganz in der Nähe tätigen werden, in Magdeburg, sind wir halt dabei und bauen da unsere Verbindungen mit den Kollegen und Lieferanten weiter aus, damit wir dann im Endeffekt unsere Fabriken bremsen können. Und für mich ist es auch deswegen sehr interessant, hier in Dresden zu sein, weil ich vor 23 Jahren da bei einem ansässigen Halbleiterunternehmen gearbeitet habe. Und das ist einfach toll, wie sich das ganze Ökosystem hier in Dresden entwickelt hat. Das ist ja unglaublich explodiert. Also tolles Event übrigens, neues Format. Ja. Also weniger frontal, also mit Launchbereichen. Das ist ganz toll gemacht.